Wurzeln sind nicht nur für Pflanzen wichtig, sind auch für die Menschen wichtig. Wir sind zwar alle Menschen, aber wir sind alle geprägt von unserer Kultur. Wir sind nicht nur biologische Wesen, wir sind kulturelle Wesen. Und zu der Kultur gehören nicht nur Brauchtum und wie und was wir essen, wie wir kochen, sondern sogar die Sprache. Und die ist sehr, sehr prägend. Wo kommt die Kultur her? Auch sie hat ihre Wurzeln in der jeweiligen Natur. Ich beschäftige mich jetzt zum Beispiel mit den Waldvölkern. Die haben eine andere Mentalität als wie Völker, die in Wüsten leben oder in Steppen oder in tropischen Ländern. Die Symbole, die heiligen Tiere und so weiter, das wäre für die Waldvölker der Bär, der Hirsch, der Dachs, der Fuchs. Die bedeuten alle was. Die Götter in den vorchristlichen Kulturen hatten dann die Gestalt von diesen jeweiligen Tieren. Der Jahreskreis ist sehr definitiv hier. Das ist Winter, zur Wintersonnenwende ist was ganz anderes als wie Mitsommer oder die Tag-Nacht-Gleichen. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle. In Indien ist es anders. Da gibt es 3 Jahreszeiten. Die unglaublich heiße, trockene Vormonsunzeit und dann die Wassermassen und das Grüne der Monsunzeit und dann ebbt das aus und dann kommt der windige Herbst. Also das sind 3 Jahreszeiten, die haben die indische Kultur und die indische Medizin auch geprägt. Und wenn man sagen wir mal als Europäer, dann macht es Sinn, mit der Lebensweise und der Kultur der Vorfahren sich zu verbinden. Das hat auch eine andere Dimension. Die Ahnen, die leben auch mit in uns. Also DNS, RNS, wir erben nicht nur die Synthese von Proteinen, sondern wir erben, wie Carl Gustav Jung auch sagte, so etwas wie ein kollektives Bewusstsein. Und das ist verbunden mit den Ahnen. Und wir können, indem wir im Einklang mit den Jahresrhythmen leben, indem wir auch essen, was in der jeweiligen Jahreszeit wächst und so, und auch über die Sprache und über Lieder, kommen wir in Resonanz mit den Ahnen, die in uns sind. Und sie segnen uns dann mit Einsichten und Ahnungen. Daher kommt ja das Wort. Also das ist sich verbinden auch mit den Pflanzen, die sie kannten. Die Pflanzen tragen, wie habe ich das Empfinden, wie die Erinnerungen, die ganz tief gehen. Pflanzen selber sind verwurzelte Wesen. Und wenn man sich mit den Pflanzen verbindet, dann hat man gleich eine Verwurzelung.